Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Die Kabine von Real Madrid fordert den Kopf von Fede Valverde. Und das behaupte nicht ich, das war die Überschrift vom Video gestern von Ramón Álvarez de Mon, einer der besten und seriösesten Quellen im Universum Real Madrid. Und da hört es nicht auf. Laut OK Diario steht Fede Valverde zum Verkauf. Bei einem entsprechenden Angebot könnte der Uruguayer Real Madrid verlassen. Was da los ist, da bringe ich dich in diesem Video natürlich auf den letzten Stand. Dann unterhalten wir uns aber auch über die Aktualität rund um José Mourinho. Er hat gestern selber gesprochen in der Pressekonferenz. Ja, und er hat sehr, sehr viel verraten. Meiner Meinung nach haben wir einen neuen Trainer bei Real Madrid. Dann schauen wir auch mal rüber zu Ferland Mendy. Das ist in letzter Zeit etwas untergegangen und das ändern wir heute. Also, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir erst einmal an mit eurem Abendprogramm, mit Tipps für euch heute Abend und mit Informationen rund um Real Madrid. Denn heute um 20 Uhr ist das Finale des Premier League International Cup. Real Madrid Castilla gegen die U21 von Borussia Dortmund. Ihr wisst, Real Madrid wurde überhaupt zum ersten Mal eingeladen bei diesem Premier League International Cup, wo die besten Nachwuchsabteilungen von der gesamten Premier League mitgespielt haben und Europas, und Real Madrid qualifiziert sich direkt fürs Finale. Heute ab 20 Uhr live auf Real Madrid Play und Real Madrid TV. Falls ihr es sehen wollt, ab 20 Uhr könnt ihr unseren Jungs die Daumen drücken. Ich werde es tun. Und ganz ehrlich, ich werde heute Abend auf Splitscreen arbeiten müssen, denn genau parallel zu diesem Spiel, auch um 20 Uhr, ist das erste Spiel in der Geschichte der saudi-arabischen Pro League, das ich aktiv schauen werde. Und zwar spielt das Al-Nassr von Cristiano Ronaldo gegen das Al-Hilal von Karim Benzema. Und ihr seht die Tabelle, es sind 2 Spieltage vor Schluss oder 3 Spieltage vor Schluss. Es geht um die Meisterschaft und die Rivalität. Ich habe ja letztens, ich weiß nicht, ob ihr meinen Short gesehen habt, was da abgeht in der saudi-arabischen Liga. Also, ich bin auf jeden Fall vom Fernseher, werde beide Spiele schauen. Nur als kleiner Hinweis, falls ihr da auch was schauen wollt. Ja, Schluss jetzt damit, kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft von Real Madrid. Und da gibt es eine Information, da muss ich die Schere heben. Das geht auf meine Kappe. Diese Information hätte ich schon lange mit euch teilen müssen. Aber ihr habt selber mitbekommen, wie verrückt die letzten Wochen bei Real Madrid sind. Ich habe euch oft mitgeteilt, dass ich noch nie so viele Informationen auf mich eingehagelt sind. Und es ist immer schwer zu filtern. Aber die Verletzung von einem Spieler aus der ersten Mannschaft sollte immer Platz finden in meinen Videos. Ich entschuldige mich dafür. Ich hole es jetzt nach. Medizinischer Bericht von Ferland Mendy. Unser Spieler Ferland Mendy wurde heute unter Aufsicht der medizinischen Abteilung von Real Madrid erfolgreich an einer Verletzung des Musculus rectus femoris im rechten Bein operiert. Mendy wird in den kommenden Tagen mit seinem Genesungsprozess beginnen. Und zwar Ferland Mendy, wir erinnern uns alle, am Anfang bei seinem ersten Sprint im Spiel gegen Espanyol Barcelona. Der Klassiker, unser Minijobber Ferland Mendy lag am Boden, hielt sich am Bein fest. Und eigentlich haben wir hier und da, ja, das ist wie gesagt schon Galgenhumor, das ist schon so ein Running Gag, dass der immer nur kommt für 1 oder 2 Spiele und dann fällt der wieder ein halbes Jahr aus. Ja, aber aus dem Spaß wurde ganz schnell ernst, denn in Spanien gab es die ersten Informationen, Gerüchte, dass er sogar darüber nachdenken würde, seine Karriere zu beenden. Dass die Verletzung so schlimm sei, dass er 1 bis 2 Jahre ausfallen müsste und er dann keine Lust mehr hätte oder dann sagen würde, mir reicht's, es ist vorbei. Und ich bin ganz ehrlich, ich stand unter Schock, als ich das gehört habe. Und inzwischen bin ich auch froh, dass ich diese Gerüchte nicht mit euch geteilt habe. Ich tue mir immer sehr schwer mit Gerüchten. Ihr wisst, ich versuche immer alles mit Quellen zu unterlegen. Oder eigentlich mache ich das auch immer. Ja, und jetzt gibt es etwas in Warnung. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Mendy wurde bereits in Frankreich operiert. Er wird 4 bis 5 Monate ausfallen.
Dr. Bertrand Sonnery-Coté, der Mbappés Knie behandelt hatte, war für die Operation des Verteidigers zuständig. Ferland-Mendy wurde an einer Verletzung der geraden Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein operiert. Der französische Arzt Bertrand Sonnery-Coté führte den Eingriff in Lyon durch. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt 4 bis 5 Monate. Mendy wurde vom medizinischen Team von Real Madrid begleitet, das den gesamten Heilungsprozess gemeinsam mit dem ehemaligen Lyon-Spieler überwachte. Ja, und zwar gab es da auch Gerüchte, er sollte zunächst auch in Finnland operiert werden, da wo Eder Militao operiert wurde, aber am Ende hat er sich für den Arzt in Lyon entschieden, seiner alten Mannschaft, der gleiche Arzt, der Mbappé behandelt hat. Und so wie es aussieht, das bestätigt auch Arantxa Rodriguez, und der Frau vertraue ich blind. Die sagt auch, man rechnet bis 5 bis 6 Monaten. Also diese Horrornachrichten, Hiobsbotschaften, dass er aufhört, Karriereende etc. waren etwas übertrieben. Ferland-Mendy soll zu Saisonbeginn wieder dabei sein. Naja, trotz alledem kennt ihr meine Meinung. Ein Spieler, der so verletzungsanfällig ist wie Ferland-Mendy, auf den darf sich eine Mannschaft wie Real Madrid nun mal nicht verlassen. Er kann meiner Meinung nach eine von 3 Optionen sein auf der linken Verteidigerposition, aber niemals der Verteidiger, auf den man sein Vertrauen setzt. Leider ist das so. Auch wenn er wahrscheinlich viel mehr geben wollen würde, sein Körper lässt es nicht zu. Ja, Schluss damit, da habt ihr die Information zu Ferland-Mendy. Kommen wir zu einem anderen, der auch gerne viel geben würde für Real Madrid. Und zwar bringe ich euch auf den letzten Stand zu einem José Mourinho. Auch da gab es widersprüchliche Aussagen in den spanischen Medien. Zunächst einmal hat ein Fabrizio Romano gestern Folgendes klargemacht. Ich bestehe weiterhin auf der Geschichte von José Mourinho und Real Madrid. Folgen Sie nicht den öffentlichen Aussagen. Achten Sie auf die Realität hinter den Kulissen, und die Realität hinter den Kulissen ist, dass José Mourinho und Real Madrid in fortgeschrittenen Gesprächen sind. Es finden Gespräche statt. Das Projekt wird vorgestellt. Die Verhandlungen finden statt, und daher ist der Deal zwischen José Mourinho und Real Madrid im Gange. Dann ist mein Verständnis, bei größtem Respekt für diejenigen, die sagen, es hänge von Mourinho ab, dass dies von Florentino Pérez abhängt. Wenn Florentino Pérez beschließt, José Mourinho ein offizielles Angebot zu unterbreiten, wäre Mourinho bereit, den Job bei Real Madrid anzunehmen. Ja, also ihr habt es selber gehört, ihr sollt euch nicht verunsichern lassen von irgendwelchen Statements etc. Hinter den Kulissen sind die Verhandlungen im vollen Gange. Es gab bereits Gespräche zwischen Florentino Pérez und José Mourinho persönlich. Also da sind wir definitiv schon im Endspurt. Er sagt immer, Performer, Florentino Pérez muss noch grünes Licht geben. Aber was man aus Spanien hört, Florentino Pérez, da gibt es gar keine andere Option. Es ist ein José Mourinho oder José Mourinho. Naja, wie gesagt, bei Florentino Pérez würde mich nichts wundern, wenn er irgendwie ein Ass aus dem Hut zaubert. Aber so wie es aussieht, ist José Mourinho unser neuer Trainer. Und wenn ihr euch fragt, warum ich mir so sicher bin, hören wir mal in die Pressekonferenz gestern von José Mourinho rein. Am 1. März sagten sie, ich will bleiben, meinen Vertrag bei Benfica erfüllen, und wenn man um 2 Jahre verlängern will, unterschreibe ich das auch, ohne ein Komma zu ändern. Ich frage mich, nach all dem, was passiert ist und den vielen Fragen zu Ihrer Zukunft, wenn der Vertrag jetzt hier läge, würden Sie unterschreiben? Danke. Nein. Warum? Weil der 1. März der 1. März ist. Ab Montag werde ich in der Lage sein, darauf zu antworten. Ja, ich muss mal aufhören mit diesem José. Der ist kein Spanier, der ist Portugiese. José Mourinho. Ihr habt selber gehört, was er gesagt hat. Im März hatte er noch gesagt, ich würde jeden Vertrag mit Benfica unterzeichnen und noch 2 Jahre, kein Problem. Und als er gestern gefragt wurde, hat er gesagt, nö, würde ich nicht mehr unterschreiben. 1. März war 1. März. Inzwischen haben wir nicht mehr den 1. März. Und ab Montag kann ich reden, wenn die portugiesische Saison vorbei ist. Also ich meine, der sagt mehr oder weniger, nicht mal mehr durch die Blume, der sagt schon ganz klar, ich würde hier keinen neuen Vertrag bei Benfica unterschreiben. Ab Montag unterhalten wir uns. Ja, er möchte nach Real Madrid. Das ist der aktuelle Stand von José Mourinho. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptteil dieses Videos, zum Teil, der mich persönlich richtig geschockt hat. Als ich gestern die Überschrift vom Video von Ramón Álvarez de Mon gelesen habe, ich habe noch nie so schnell auf ein Video geklickt. Ich war
Wie gesagt, schon von der Überschrift erschüttert. Und damit ich jetzt hier nicht irgendwas falsch wiedergebe etc., habe ich das ins Übersetzungsprogramm gehauen. Die wichtigsten Stellen. Hören wir uns mal an, was Ramón Álvarez de Mon an Informationen für uns hat. Dies ist ein Informationsvideo, okay? Ich werde keine Meinung abgeben. Das hebe ich mir für später auf, falls es angebracht ist, ja? Ich werde versuchen, neutral mit dem umzugehen, was ich erfahre, ja? Es gibt einen sehr bedeutenden Teil der Kabine von Real Madrid, der das, was letzte Woche passiert ist, offensichtlich für sehr schwerwiegend hält und der Meinung ist, dass die Verantwortung nicht zwischen Valverde und Tchouaméni geteilt werden kann. Das heißt, ich glaube, jeder mit ein bisschen Verstand weiß, dass beide einen schweren Fehler gemacht haben und deshalb haben sie vom Verein eine enorme Geldstrafe erhalten. Aber die Verantwortung wird nicht gerecht verteilt. Sie wird nicht zu gleichen Teilen auf die beiden aufgeteilt. Und ich habe das Gefühl, dass diese ungleiche Verteilung der Verantwortung nicht nur mit dem üblichen Charakter von Tchouaméni zu tun hat, der ein ruhiger Typ ist, ein ernster Typ, ein professioneller Typ, sondern dass es mit anderen Dingen zu tun hat, die im Laufe der Saison auch mit Valverde passiert sind, die in den Köpfen einiger seiner Mitspieler, Spieler mit Gewicht, einem wichtigen Gewicht in der Kabine von Real Madrid als schwerwiegend angesehen werden. Das schafft natürlich einen Nährboden. Ich betone, ich weiß nicht, ob es gerecht oder ungerecht ist, denn ich versuche nur, die Informationen aus diesem Teil der Kabine weiterzugeben. Und bei dem, nun ja, was letzte Woche passiert ist, wird von etlichen Spielern, die in der Kabine von Real Madrid Gewicht haben, angenommen, dass es Valverde war, der die Situation auf die Spitze getrieben hat, ja, dass er Tchouaméni praktisch fast keine andere Wahl ließ, als auszurasten. Das ist es, was ein wichtiger Teil der Kabine denkt und was sie zudem der Vereinsführung mitgeteilt haben. Ja, denn das ist ein zweiter Schritt. Das heißt, es ist eine Sache, was dieser Teil der Kabine denkt und eine andere, dass sie es weitergeben, dass sie es eskalieren lassen, nicht wahr? Und natürlich muss der Verein jetzt offensichtlich mit all diesen Informationen umgehen, mit all den Informationen, die er gerade sammelt. Ja, ich weiß nicht, ob das im Übersetzungsprogramm richtig rüberkam, aber ein wichtiger Teil der Mannschaft gibt ihm nicht nur die Schuld an der Auseinandersetzung mit einem Aurélien Tchouaméni, okay, das sind immer zwei Schuld, aber er hat die Hauptschuld, er hat einen Aurélien Tchouaméni quasi so weit getrieben, sondern, ja, er und seine Entourage sollen toxisch sein, sollen die Kabine von Real Madrid vergiften. Das soll schon das ganze Jahr so gehen. Ich habe euch oft genug Sachen berichtet, die hier und da immer wieder aufgefallen sind, wie er sich damals nicht warm gemacht hat vor dem Spiel, auch als er reinkommen sollte unter Xabi Alonso beim Spiel bei Kairat Almaty etc. Ja, und für mich eine absolute Schocknachricht. Aber OK Diario geht noch einen Schritt weiter. OK Diario sagt, Fede Valverde steht zum Verkauf. Lesen wir uns das einmal durch. Valverde bei Real Madrid schwer angeschlagen. Real Madrid erwägt Valverdes Zukunft nach dem schweren Vorfall mit Tchouaméni in Valdebebas. Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen, er wird nicht Kapitän sein und sie werden Angebote in Betracht ziehen. Real Madrid ist sich darüber im Klaren, dass sowohl Aurélien Tchouaméni als auch Federico Valverde am vergangenen Donnerstag in der Umkleidekabine von Valdebebas einen bedauerlichen, beschämenden, verwerflichen und inakzeptablen Vorfall verursacht haben, als sie in eine Schlägerei gerieten, die damit endete, dass der Uruguayer gegen einen Tisch prallte, wodurch er eine Platzwunde davontrug, ihn benommen machte und dazu führte, dass er genäht und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz gesagt, ein sehr trauriger Vorfall, für den der Verein sehr strenge Maßnahmen ergriff. Eine Geldstrafe von 500.000 Euro für jeden. Eine beispiellose Strafe, 5% des Gehalts beider Spieler. Real Madrid hat so gehandelt, wie es ein Verein in solch schwerwiegenden Situationen wie den jüngsten Vorfällen tun sollte. Der Verein hat sich öffentlich nicht zu einer sportlichen, wohl aber zu einer finanziellen Sanktion geäußert. Der Verein hat die sportliche Ebene zwar nicht offiziell, wohl aber inoffiziell beleuchtet. Nach einer Analyse der Geschehnisse und der Einholung verschiedener Zeugenaussagen kam der Verein zu dem Schluss, dass der Charrúa ein gewisses Gewicht in der Auseinandersetzung gehabt habe, auch wenn er selber am schlimmsten davon gekommen sei.
Aus all diesen Gründen veröffentliche Real Madrid einen medizinischen Bericht, in dem erstmals die Ausfallzeit eines Spielers angegeben wurde. Das Übliche bis zur weiteren Untersuchung, was wir ja alle aus den medizinischen Berichten von Real Madrid kennen, die nennen ja nie eine Zahl, wurde durch eine Spanne von 10 bis 14 Tagen ersetzt. Daraus lässt sich schließen, dass Valverde in dieser Saison nicht mehr für Real Madrid auflaufen wird. Nach dem Vorfall traf der Verein die Entscheidung spontan und wird später noch weitere treffen. Der Uruguayer wird weder am Donnerstag gegen Oviedo noch am Sonntag gegen Sevilla und natürlich auch nicht am letzten Spieltag gegen Athletic Bilbao spielen. Sein nächstes Spiel wird er für Uruguay bestreiten. Real Madrid prüft derzeit verschiedene Optionen. Ein Verkauf im Sommer ist möglich, doch der Verein wird ihn nicht ablösefrei ziehen lassen. Das können sie sich nicht leisten. Sollte ein Angebot eingehen, wird es analysiert und falls es attraktiv genug erachtet wird, mit dem Spieler besprochen, um ihm bei seiner Entscheidungsfindung zu helfen. Der zukünftige Trainer von Real Madrid wird jedoch das letzte Wort haben. Sicher ist, dass Valverde nicht länger Kapitän von Real Madrid sein wird. Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen und sollte er im Verein bleiben, wird er auch in der nächsten Saison nicht mehr die Kapitänsbinde tragen. Vom zweiten Kapitän verliert er damit seinen Rang innerhalb der Mannschaftshierarchie. Die Geschehnisse haben in der Vereinsführung für große Enttäuschung gesorgt. Ja. Das ist der Hammerartikel vom OK Diario. Das sind die Informationen. Fede Valverde ist nicht mehr unantastbar. Im Gegenteil, sollte ein Angebot kommen, werden die das Fede Valverde unterbreiten und zeigen. Und komme was wolle, er wird nicht mehr Kapitän von Real Madrid sein. Und die, wie gesagt, große, gewichtige Namen in der Kabine von Real Madrid wollen seinen Kopf rollen sehen. Die haben das dem Vorstand so mitgeteilt. Ja, ich bin geschockt. Ich bin enttäuscht. Ich habe mir dieses Jahr das Trikot von dem Fede Valverde, das Heimtrikot, geholt. Für mich ist er die Seele der Mannschaft gewesen. Und ich bin enttäuscht, erstaunt, dass er mit seinem toxischen Verhalten einer der Hauptgründe für die schlechte Stimmung in der Kabine von Real Madrid sein soll. Wie gesagt, ich wiederhole es immer wieder, bevor ihr mich wieder in den Kommentaren zerreißt. Ich gebe euch nur die Informationen weiter, die in Spanien geschrieben werden. Ich habe keinerlei Insider-Informationen. Ich treffe keine Entscheidungen bei Real Madrid, weil in letzter Zeit ist das relativ oft so. Ich sage irgendetwas zu Mbappé oder zu Vini und dann heißt es, als wenn ich Florentino Perez wäre. Ich wünschte, ich wäre es. Bin ich leider nicht. Diese Information kam von Ramon Alvarez Demon und OK Diario. Es gibt auch andere Insider, die habe ich bis jetzt extra nicht erwähnt, weil ich nicht weiß, wie glaubhaft die sind. Und ihr wisst, ich versuche immer nur mit möglichst guten Quellen zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich bin im Schock. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Auf der anderen Seite, ich habe oftmals darüber nachgedacht, wie soll das Mittelfeld von Real Madrid nächstes Jahr aussehen. Wir haben Tchouaméni, der so wie es aussieht gesetzt ist. Wir haben Bellingham, der gesetzt ist. Wir haben Arda Güler, der gesetzt ist. Ein Nico Paz möchte auch noch kommen und eine wichtige Rolle einnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht spielt ein Fede Valverde den rechten Verteidiger, aber da ist auch ein Trent Alexander-Arnold. Dann habe ich gedacht, vielleicht spielt er den rechten Flügel. Das macht er ja ganz gut, hat er gegen Manchester City gezeigt. Aber Real Madrid muss auch Geld einnehmen, um neue Spieler zu verpflichten. Und in diesem Fall geht es, glaube ich, gar nicht so sehr ums Geld, sondern eher um die Stimmung, die Kabine von Real Madrid. Trotz alledem, und jetzt, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein José Mourinho einen Fede Valverde ziehen lässt. Im Gegenteil, ich glaube, Fede Valverde ist der Soldat, ist genau der Paradespieler, den ein José Mourinho haben möchte. Sein Onkel Di Maria, glaube ich, der Neuzeit. So stelle ich mir das vor. Wir haben auch gelesen, der Trainer wird das letzte Wort haben. Ja, das sind die Informationen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da. Hypt dieses Video, wenn ihr genauso überrascht seid wie ich. Lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind auf dem Weg zu den 30.000, würde mich unglaublich freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!